Octalysis als Versuch eines allumfassenden Frameworks. Auf die Frage, wie gute Spiele erstellt werden können, geben mehrere Frameworks unterschiedlich gut fundierte Antworten. Das populäre Octalysis Framework unterscheidet 8 unterschiedliche treibende Kräfte, sogenannte Core Drives eines Spiels. Erstens Epic Meaning und Berufung. Teilnahme an einer großen Herausforderung, zu der die Spieler berufen sind und so Teil von etwas Größerem sein können. Hierzu gehören die Spielelemente Geschichte, Held, elitäres Denken und Anfängerglück. Zweitens Entwicklung und Leistung, also regelmäßige Stufenaufstiege, die vom Spiel zelebriert werden. Hierzu gehören die Spielelemente Fortschrittsbalken, Rockstar-Effekte beim Stufenaufstieg, Errungenschaftssymbole, Statuspunkte und Ranglisten. Drittens Selbstbestimmung zu Kreativität und Feedback. Die Spieler können unterschiedliche Herangehensweisen an das Spiel ausprobieren und erhalten hierfür Feedback. Hierzu gehören die Spielelemente Booster, Meilensteinboni, Auswahl an Charakteren und Objekten sowie das Vorhandensein von spielverändernden Entscheidungen. Viertens Besitz und Eigentum. Die Spieler können im Spiel Gegenstände erhalten und darüber verfügen. Hierzu gehören die Spielelemente Collection Sets, austauschbare Punkte, Geschenke im Spiel und Personalisierung von Gegenständen. Fünftens sozialer Einfluss und Verbundenheit. Die Spieler können soziale Interaktionen im Spiel herstellen. Hierzu gehören die Spielelemente Trophäenregal, Gruppenquests, exklusive Gegenstände, Vergleichsmöglichkeiten und Spiellobby. Sechstens Knappheit und Ungeduld. Die Knappheit bestimmter Gegenstände und Errungenschaften steigert deren Wert. Hierzu gehören die Spielelemente begrenzte Anzahl an Versuchen, zeitlich begrenzte Verfügbarkeit, das künstliche Warten, bis bestimmte spielinterne Veränderungen das Weiterspielen ermöglichen. Siebtens Unberechenbarkeit und Neugier. Anfängliche Unvorhersehbarkeit steigert die Spannung und animiert zum Nachdenken über die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten des Spiels. Die Neugier kann durch die Spielelemente zufällige Belohnung, Easter Eggs, Lotterie oder schwebende Ausrufezeichen erzeugt werden. Achtens Verlust und Vermeidung. Die Spielerinnen werden davon angetrieben, Verluste zu vermeiden und haben darüber hinaus auch Angst, bestimmte Belohnungen zu verpassen. Hierzu gehören die Spielelemente Fear of Missing Out und vermeintlich rechtmäßiger Besitz. Das Octalysis Framework liefert eine sehr umfassende Beschreibung unterschiedlicher Spielelemente. Die 8 Core Drives lassen sich in extrinsisch belohnende und intrinsisch kreative Tendenzen einteilen. Weiterhin lässt sich eine Unterteilung in Whitehead Gamification, Core Drive 1 bis 3, die für ein positives Gefühl von Bedeutung und Schaffenskraft steht, und Blackhead Gamification, Core Drive 6 bis 8, die für Angst und Unsicherheit als Spielantrieb steht, vornehmen. Wichtig ist darüber hinaus zu erwähnen, dass sich die Anteile der Core Drives am Spielgeschehen in den unterschiedlichen Spielphasen, also Einstieg, Early Game, Mid Game und Endgame, ändern können. MDA, ein alternatives Framework zur Verknüpfung mit der Lernpsychologie. Das zweite wichtige Framework ist Dynamical Model for Gamification of Learning von Kim und Lee 2015. Hierbei werden das aus der Lern- und Motivationspsychologie stammende ARCS-Modell, Akronym für Attention, Relevance, Confidence und Satisfaction, mit dem Mechanics Dynamics Aesthetics Framework aus dem Spieldesign verknüpft. Dadurch entstehen 4 motivationale Bereiche von Gamification: Herausforderung, Neugier, Fantasie und der übergeordnete Bereich der Kontrolle. Herausforderung und Neugier schöpfen Motivation aus den Spieldynamiken. Geschwindigkeitsregulation, Belohnungsaufschub, zeitliche Muster, Freischalten und spielinterne Termine. Fantasie und Neugier schöpfen Motivation aus der Spielästhetik. Emotionen und Affekten wie Liebe, Schönheit, Genuss, Ehre, Spannung, Überraschung, Neid, Humor und Verbundenheit. Fantasie und Herausforderung schöpfen Motivation aus der Spielmechanik. Das können Onboarding, Levels, Punkte, Highscores, Ziele, Quests, Abzeichen, virtuelle Gegenstände und Feedback sein. Den 4 Komponenten kommt dabei jeweils einer der 4 Bestandteile der Motivation im ARCS-Modell zu. Neugier
entspricht der Aufmerksamkeit, also Attention. Herausforderung entspricht der Relevanz. Kontrolle entspricht der Zuversicht, Confidence. Und Fantasie entspricht der Befriedigung, englisch Satisfaction. Auch dieses Modell lässt sich gut nutzen, um unterschiedliche Spielelemente zu kategorisieren und genauso wie beim Octalysis Framework Defizite in einzelnen Bereichen zu identifizieren.